Ein Langnoppenbelag, dessen verheißungsvoller Name die Neugier bei allen Testern steigen lässt. Natürlich konnten auch wir dem Brutal von Metal TT nicht widerstehen. Optisch fallen die vertikalen Noppenreihen mit den relativ großen Noppenabständen auf. Die langen Noppen sind sehr elastisch und vom Härtegrad im mittleren Bereich einzuordnen. Die Noppenköpfe sind geriffelt. Regulär liegt der Preis bei knapp 37 €. In unserem Test spielen wir den Brutal auf dem Doom, einem carbonfaserverstärkten, 7-schichtigen, etwa 80 Gramm leichten, knapp 60 € teuren Holz, ebenfalls von Metal TT. Im Dots-Test gibt sich der Brutal erstaunlich langsam bzw. eindämpfend. Auffällig ist zudem die sehr geringe Schnittempfindlichkeit. Der Brutal präsentiert sich am Tisch erst einmal recht langsam und bestätigt dabei seine geringe Schnittempfindlichkeit. So mussten wir uns erst einmal an den flachen Ballabsprung und die geringe Geschwindigkeit des Belags gewöhnen. Doch auch offensiv scheint der Brutal durchaus einsetzbar zu sein. Im konterartigen Angriff produziert die Langnoppe eine unangenehme Flugbahn und überraschende Schnittwechsel, die als Gegner nur sehr schwer einzuschätzen sind. Der tischnahe Hackblock ist beim Brutal unserer Meinung nach ganz klar auf Sicherheit und Bringen ausgelegt. Auch hier macht sich der dämpfende Effekt des Gummis bemerkbar. Als Gegner muss man sich so auf eine nicht ganz so heftige Unterschnittentwicklung einstellen, hat aber viel mehr mit kurzen Ablagen und Tempowechseln zu kämpfen, die durchaus den Spielfluss stören. Generell ist der Brutal recht variabel spielbar. Kurzer Block, druckvoller Konter oder auch Druckschupf sind ohne große Mühe und schön platziert machbar. Das Störniveau liegt dabei nicht auf dem maximalen Level. Vielmehr überzeugt der Belag mit sehr guter Kontrolle, sodass er sich unserer Meinung nach auch für Einsteiger oder nicht ganz so leistungsstarke Spieler eignet. Für die lange Abwehr eignet sich der Brutal insgesamt recht solide. Wenn man den richtigen Armzug und Schlagwinkel erkannt hat, sind damit enorm flache und giftige Flugbahnen möglich. Die Unterschnittentwicklung liegt unserer Meinung nach im mittleren Bereich. Recht stark präsentiert sich der Brutal zudem im Fangen von harten Schüssen, die aufgrund der Dämpfung ebenfalls sehr gut machbar sind. Sehr ordentlich liefert der Brutal im Druckschupf ab. Früh genommene Bälle kann man sehr flach und winkelig, aber auch präzise platzieren und den Gegner damit unter Druck setzen.
Auch hier sind es dann wieder eingestreute Stoppbälle und Tempowechsel, die man als Gegner überhaupt nicht leiden kann. Der Brutal bremst wirklich brutal ein. Deswegen sind wir auch der Meinung, dass sich diese Langnoppe ideal dazu eignet, ein schnelles Holz bzw. insgesamt offensives Setup, das auf einen aggressiven Vorhandangriff hin optimiert ist, auszugleichen. Unterm Strich liefert der Brutal also eine breite Palette an Optionen, was ihn mit der relativ hohen Kontrolle zu einer einsteigerfreundlichen Langnoppe macht. Seine Gefährlichkeit erlangt er dabei durch platzierte Bälle und Tempowechsel, die jeden Gegner wohl brutal zur Weißglut bringen sollten.